Ja, sind wir denn schon in der Mongolei angekommen? Nein, denn wer letzte Woche auch schon mit dabei war, weiß, wie sehr wir uns den Sani-Pass in Südafrika hochgeackert haben. Hallo Andrea Leamuela, also herzlich willkommen auf Sesotho in Lesotho. Wir sind Yvonne und René und wir zeigen euch mittlerweile seit 5 Jahren das echte Afrika. Steigt einfach wieder ein, wir zeigen euch in dieser Woche das Königreich Lesotho, wo es keinen Quadratmeter unter 1000 Höhenmeter gibt. Viel Spaß dabei! Ja, sind wir denn schon in der Mongolei angekommen? Das muss meinem Mann eigentlich gut gefallen. Ach so, ich sehe, stimmt. Hier ist eine Straße. Was ist denn das? Hier ist richtig Asphalt. In Lesotho ist das Abenteuer schon vorbei. Naja, wir finden noch andere. Da habe ich keine Zweifel. Jetzt brauchen wir erstmal einen Frühstücksplatz. Weil wir sind so Typen, wir erledigen die größten Abenteuer noch vorm Frühstück. Mittags um 1. Ja. Ist geil, ich mache gerade Frühstückseier und wundere mich, ich habe meine Pfanne, ich wärme die immer an und wundere mich, warum nachdem ich die Eier jetzt da reingeschlagen habe, die nicht gleich so explodiert sind quasi vor Hitze. Aber es ist ja die Höhe. Da braucht ja alles länger. Wasser kocht länger, Eier brauchen länger. Aber jetzt geht es hier langsam ein bisschen rund. Ich habe nämlich auch Hunger wie die Sau. Wir haben uns jetzt hier einfach draußen hingesetzt, hier in die Sonne, genießen die Kühle in der Sonne. Ich möchte erstmal betonen, ich sitze jetzt schon seit ungefähr 7 Minuten hier und mich hat noch kein Mensch angesprochen. Yes. Völlig fremdes Erlebnis. Wir sitzen hier, es ist kühl, wir schwitzen ausnahmsweise mal nicht. Trotzdem ist es warm durch die Sonne. Also ein ganz anderes Klima jetzt hier auf knapp 3000 Meter. Das ist so geil. Also ich genieße das hochgradigst gerade mal. In der Mongolei. Denn ein Großteil unserer Reise läuft unter ähnlichen Bedingungen wie bei der letzten Hitzewelle in Deutschland ab. Dies gepaart mit einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit raubt es einem quasi den Atem, sodass wir die knapp 20 Grad auf dem 2873 Meter hohen Hochplateau einfach nur genießen, wie unser Frühstück eben auch. Ursprünglich wurde der Pass als Transportweg für den lokalen Handel zwischen Südafrika und dem in Lesotho gelegenen Mokhotlong angelegt. Zu steil für Wagen oder Gespanne wurden Packesel genutzt, wobei die Mär sagt, dass jedes lahmende Tier durch mitgeführte Ersatztiere ausgetauscht und dann einfach in den Abgrund gestoßen wurde, wodurch man den Pass aufgrund von kreisenden Geiern von weitem schon erahnen konnte. Heute sehen wir auf dem Hochplateau eher Merino-Schafe und Angora-Ziegen, die dafür sorgen, dass Lesotho bei der Produktion von Mohair, das ist die feine Wolle der Ziegen, weltweit auf dem 2. Platz liegt. Sowas finde ich immer extrem spannend nachzulesen. Wenn ihr sagt, die wollen mir vielleicht einen Pony verkaufen, glaube ich ja eher nicht, aber die haben gerade versucht, scheinbar das ein bisschen zu zähmen oder vielleicht von der Mutter zu entwöhnen, wie auch immer. Bestimmt mit anderen Methoden als bei uns. Aber also das Land ist auf jeden Fall berühmt für seine Ponys, für seine robusten, wohlgenährten, guten Ponys. Und das erinnert mich, also ich war ja noch nicht da, aber hier sieht alles voll aus wie in der Mongolei. Inklusive dieser robusten kleinen Ponys. Merkt ihr, sie kriegt schon richtig Lust auf die Mongolei. Wir überfahren gerade den Sani. Bis jetzt haben wir tatsächlich außer Schafe, Ziege und Pferde oder Ponys mit den dazugehörigen Menschen noch nicht so viel gesehen. Es ist sehr einsam und karg hier oben. Außer den vielen Tieren.
Der ist auch karg, wenn es grün ist. Es ist karg, ja. Ja. Das ist alles karg hier draußen. Komisches Wort, wenn man es mehrfach sagt. Aber es bleibt unglaublich schön. Da sieht man den Sani fließen, den Fluss Sani, der dem Sani fast seinen Namen gegeben hat, schätze ich dann mal. Ich schätze mal, es geht noch höher. Aktuelle Höhe 2798 Meter. Mal gucken, wie es da oben ist. Ich glaube irgendwo was von 3200 auf meiner Karte gesehen zu haben. Schauen wir mal. Eine andere Art des Roadblocks. Ja. Die Männer haben hier alle Decken umgelegt. Die haben keine Jacken an, keine Mäntel, sondern die haben alle Decken. Und das werden wahrscheinlich Mohairdecken sein, schätze ich mal. Weil die Ziegen, die wir vorhin gesehen haben, das sind Angora-Ziegen. Und Angora-Ziegen machen, glaube ich, Mohair-Wolle. Das ist die feine Wolle. Ich will jetzt nichts ganz Falsches sagen, aber ich habe es versucht vorhin zu lesen. Aber ich wurde unterbrochen. Aber ich glaube, so war das. So, jetzt kommt da vorne das Warnschild. Ich ahne auch schon, vor was es warnt, dass es unglaublich steil wird. Und ich stand nämlich eben schon ein Schild, da stand drauf 1:6. Also ich schätze mal, auf 6 Meter geradeaus geht es 1 Meter bergauf. Slippery Conditions. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange unser Wagen das im zweiten Gang schafft oder ob wir gleich den ersten Gang brauchen. Weil auf 3000 Meter Höhe, oh, hinten macht er schon mal viel schwarz. Unser armes Schätzchen. Ja, ich gehe mal nicht. 1. Hat nicht so lange gedauert. 2878. Ich kann noch beschleunigen. Quäl ihn nicht. Aber das ist ungefähr so auf 3000 Meter, werden jetzt ungefähr 30% der Leistung werden hinten in Ruß produziert und 70% stehen noch zum Fahren zur Verfügung. Nee, zweite Gang keine Chance. So, ich habe ja eben schon mal erwähnt, dass die ganze Zeit war es 1:6. Jetzt wird es 1:12, das heißt, es muss flacher werden. Da kann ich direkt mal versuchen zu schalten. Jetzt trauen wir uns mal so richtig was. Aber ich habe auch die Untersetzung schon drin, deswegen schaffe ich jetzt den dritten Gang, ohne dass es hinten qualmt wie Teufel. Einen schönen guten Morgen aus Lesotho. Unsere erste Nacht haben wir hier in diesem traumhaften Stellplatz verbracht, mit Blick über das ganze Tal. Gestern Abend hat es zwar ordentlich gewittert und es hat zugezogen, aber bis es dunkel wurde, konnten wir gut reingucken. Es war echt schön. Hat uns mal entschädigt zu dem etwas Semi-Nachtplatz von letzter Nacht. Jetzt geht's weiter, dieses Tal entlang. Es ist echt der Hammer. Unser armes Auto rappelt und rasselt wie die Sau. Wir sind ja immer noch über 2700 Meter hoch. Im Moment geht es nur runter. Kann er natürlich nicht warm werden. Ich muss trotzdem im ersten Gang fahren, ansonsten stehe ich nur auf der Bremse. Das schafft die Bremse natürlich auch nicht. Das Motto ist ja immer, so wie man hochfährt, fährt man auch runter. Ja.
Die Menschen hier sind alle in Decken gehüllt, weil es ist richtig kalt da draußen und es geht kalter Wind. Da sieht man es an dem Kind. Achtung, der Hund. Schätzchen. So, jetzt haben wir nochmal ordentlich Sprit bekommen, da sind wir ganz glücklich. Weil mittlerweile ist das die Ölkrise auch tatsächlich hier in Afrika scheinbar angekommen ist. Und es werden jetzt zum April, wenn die Spritpreise hier in Südafrika und Namibia, werden die auf jeden Fall auch steigen. Wie hoch genau weiß ich nicht. Ich habe gehört, in Namibia sollen es so 6 NAM-Dollar sein, das sind 30 Cent. Und in Südafrika wohl fast 50 Cent, wenn das stimmt, was ich gehört habe. Aber deswegen, wir sind jetzt nochmal schön vollgetankt und quälen uns hier wieder die Berge hoch. Das ist jetzt ein bisschen so eine Fahrt ins Ungewisse. Wir sind jetzt hier mal abgebogen, weil wir quer durchs Land wollen. Das ist jetzt eine Strecke nach Tabazeka und wir haben halt keinerlei Informationen über die Piste, über den Zustand und dergleichen. Bis jetzt ist sie relativ stark ausgewaschen schon, aber noch breit. Laut unserer Karte kommt halt nachher noch ein River Crossing, wo wir natürlich auch nicht wissen, fließt überhaupt Wasser, fließt viel Wasser, fließt wenig Wasser. Aber ja, das lassen wir jetzt auf uns zukommen und gucken mal, was die Strecke hier noch so mit sich bringt. Aber wir haben Gegenverkehr, das ist schon immer ein ganz gutes Zeichen. Das hoffen wir zumindest. Wir lassen uns bei unserer Routenwahl immer eher treiben und probieren Strecken aus. Natürlich checken wir vorher, ob Strecken gesperrt sind, zumindest wenn es möglich ist. Aber nicht immer ist es das, also probieren wir es einfach, frei nach dem Motto Trial and Error. Meistens passt es. Wenn euch unsere Filme passen, also gefallen, dann freuen wir uns über eine Weiterempfehlung, einen Kommentar und Daumen hoch. Und wer ganz motiviert ist, kann auch gerne unsere Reise unterstützen. Den Link zu PayPal findet ihr unter der Videobeschreibung. Jetzt erst einmal viel Spaß in diesem kleinen, aber doch so spannenden Land und danke. Das entwickelt sich jetzt zu einer ganz schönen Herausforderung. Wir schrauben uns jetzt gerade wieder hoch auf 3000 Meter und im Vergleich zum Sani-Pass würde ich sagen, ist das hier fast anspruchsvoller. Ja. Das muss man sagen. Dafür, dass der Sani-Pass die wildeste Strecke sein soll, würde ich sagen, haben wir die wildere Strecke gefunden. Nur ausgewaschen, felsig, mit ein bisschen glitschig gemischt. Die eigentliche Dramaturgie lässt sich immer kaum in Bildern festhalten, aber die Piste ist immer wieder extrem steil, große Felsbrocken gilt es zu überfahren und dabei muss der Schlamm, dessen Konsistenz wir wie Nougat beschreiben würden, zäh, aber sehr rutschig, immer im Auge behalten werden. Denn die Profile der Reifen sind immer wieder zugesetzt mit eben diesem Nougat und solche Strecken mit Slicks zu befahren, ist nicht ohne.
sagen, die Strecke hat es ganz schön in sich. Die ersten 20 Kilometer, die liefen relativ gut. Aber jetzt, die letzten 10, geht das die ganze Zeit nur hier so völlig ausgewaschene Geröllpiste bergauf. So richtig schnell geht das nicht vorwärts. Die Passhöhe hier war jetzt bei 3042 Metern und ist im Moment erreicht. Mir verschlägt ja bald den Atem, aber gar nicht mal jetzt wegen der Aussicht, so, die auch wunderschön ist, aber sondern eher wegen dem Geschuckel. Wenn man so von einem Stein zum anderen Stein schuckelt, dann schlägt immer alles im Inneren. Ich kann das ja schon erzählt, mal weiß darauf vorbereiten, dass es weniger Aufnahmen geben wird, weil meine Kameraassistentin heute nicht so richtig motiviert ist, rauszugehen und Außenaufnahmen zu machen. Die sitzt so ein bisschen, ich sag mal, Offroad demoralisiert gerade neben mir. Das Gejuckel geht ja ganz schön auf den Sack. Mir geht's auf den Keks, aber ich muss mal zu meinem eigenen, zur Verteidigung, mir geht's auch einfach nicht so gut seit 2 Tagen, Entschuldigung. Das erwähnt er nicht. Deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend mit draußen rumlaufen. Viele Außenaufnahmen gibt es halt einfach nicht. Müsst ihr damit leben, was es gibt. Aber es ist ja trotzdem schön. Und Drohnenaufnahmen gibt es leider auch nicht, weil wir unsere Drohne geschrottet haben oder unsere Drohne sich selber geschrottet hat. Und hier Lesotho, Drakensberge, das wäre natürlich wunderbar gewesen für die Drohne, weil du hier so schöne Aufnahmen machen kannst. Aber ja, haben wir leider nicht, also müssen wir ein bisschen hier mit Low-Cost zurechtkommen. Bist du deppert, wie mein Freund Peter jetzt sagen würde. Ist auf jeden Fall eine Strecke, da macht sich keiner Sorgen über Potholes. Nee, wahrlich nicht. Das ist schon echt mal stramm, würde ich sagen. Also wir sind ja schon viel gewohnt und hart gesotten, haben auch schon viel Mist auf lange Distanzen gefahren. Aber das hier ist schon so ein bisschen... Geht das hier bald in die Königsklasse über? Das Ganze für 110 Kilometern oder sowas. Ich glaube, dass wir heute hier nach Dingstangs kommen. Nee. Das glaube ich eher nicht. Also das gibt hier noch mal einen gemütlichen Nachtplatz auf der Strecke. Aber der Nachtplatz war ja super heute. Es hat unglaublich stark geregnet. Zum Glück regnet es halt hier jetzt nicht. Also das würde mir Bedenken bereiten, weil wir ja auch noch die Flussfahrt vor uns haben, die Flussquerung. Und wir bis dato immer noch keine Ahnung haben, ob das geht oder nicht. Auch wenn hier immer mal Autos entlangfahren, heißt das ja nicht, dass die Strecke durchfahren. Das kann ja immer nur sein, dass die bis zu einem gewissen Punkt fahren und dann wieder in die andere Richtung. Ja, also deswegen hoffen wir mal auf das Beste, weil nach dem heutigen Tag der Weg war umsonst zu spielen, da hätte ich wenig Lust zu. Dennoch nimmt uns diese Landschaft gefangen und lässt uns den Gedanken einer eventuellen Umkehr gut verdrängen. Fassungslos darüber, in weltentlegenen Ecken wir immer wieder auf Menschen treffen, und gerade bei mir kommt dann immer der Gedanke auf: Was ist, wenn einem hier etwas passiert? Wie bekommt er Hilfe? Wie lange dauert es zu einer ärztlichen Versorgung, und wie glücklich können wir uns in einem Erste-Welt-Land schätzen, uns darüber nicht wirklich Gedanken machen zu müssen? Denn wir reden hier nicht von 20 oder 30 Kilometer auf gutem Asphalt.
Ich schätze mal, das wäre die Flussdurchfahrt gewesen. Ja. Wenn man eine Brücke gebaut hat. Für mich Halleluja, der René hätte bestimmt gerne die Flussdurchfahrt. Kleine Flussdurchfahrt hätten wir uns ja noch gönnen können. Jetzt fahren wir dafür entlang daran. Jetzt haben wir uns ja extra heute noch eine SIM-Karte hier in Lesotho geholt, weil wir telefonieren mussten. Jetzt sind wir wieder an einem Ort, wo nichts geht. Wir schaffen es nicht, mit unserem Sohn über WhatsApp zu telefonieren. Das funktioniert zwischen uns beiden irgendwie nicht. Oder uns dreien. Jetzt machen wir FaceTime und haben hier aber jetzt ausnahmsweise mal scheiß Netz. 2 Balken LTE habe ich gerade. Ach so. Aber ich komme nicht raus. Ach, es ist eine Katastrophe, aber guckt euch doch dafür dann diese Landschaft an. Jetzt kommt gerade mal wieder ein bisschen die Sonne raus. Es ist halt kühl. Gestern waren es 13 Grad. Wenn man jetzt vor 2 Tagen von gefühlten 35 mit 100% oder 95%iger Luftfeuchtigkeit kommt, ist das natürlich ein harter Schnitt. Aber die Landschaft entschädigt das. Auch wenn es ein sehr anstrengender Ritt heute war. Meine Fresse. Gucken wir noch mal ein bisschen hier die sonnenbeschienene Landschaft an. Immer gucken, wo man hintritt. Hier ist natürlich hervorragendes Schlangengebiet. Schönen guten Morgen, Lesotho. Schönen guten Morgen. Nachdem wir gestern einen sehr anspruchsvollen Fahrtag hatten, werden wir heute, muss ich sagen, wieder richtig belohnt. Man weiß ja nie, was man am nächsten Tag bekommt oder hinter der nächsten Kuppe, aber das ist hier landschaftlich wieder so schön. Es blüht hier alles, strahlend blauer Himmel, also das Wetter ist auch komplett mit uns und super schön. Also diese grünen Landschaften, durch die wir hier gleiten, Wahnsinn. Ich fahre die ganze Zeit mit offenem Mund entlang. Das ist so atemberaubend. Ihr kriegt das ja jetzt ja auch auf den Bildern zu sehen. Aber das hätte ich überhaupt nicht erwartet. Das ist sowas von spektakulär. Ich weiß gar nicht, wir filmen die ganze Zeit wie die Weltmeister und Yvonne sagt die ganze Zeit nicht aufhören zu filmen. Aber das ist so schön und so schade, dass unsere Drohne nicht geht.
Und Frühstücksplatz haben wir gefunden und der sieht noch nicht immer richtig schlecht aus. Das hier ist schon ein sehr schönes Plätzchen. Und es fühlt sich so gar nicht an, als wären wir hier in Afrika. Also ich wäre jetzt irgendwo eher so Zentralasien, glaube ich. So stelle ich mir das vor. Wahnsinnig schön. Gleich. Mango Lassi. Frühstückspause beendet und weiter geht's mit einer Tordurchfahrt. Wir zeigen euch jetzt noch mal ein Straßenschild, das selbst mein Mann sagt, ach, das Vergnügen war ja nur kurz, weil der Asphalt hört wieder auf. Das war jetzt nur mal kurz die Brückenüberfahrt. Und jetzt geht's weiter durch das wilde Einerlei der Schluchten und Täler Lesothos. Da ist er. Der rettende Asphalt, zumindest für mich. Taba CK erreicht. Halleluja, sage ich dazu nur. Und das kann ich noch dazu sagen, weil wir sehen die ganze Zeit Leute mit so Wedeln in der Hand. Heute ist Sonntag, heute ist Palmsonntag. Ich gehe davon aus, das hat einen Zusammenhang. Ich habe ja keine Ahnung davon. Ja gut, Aber die ja. so Scherben und sowas aus der Kirche raus. Aus der Kirche. Aus der Kirche. Entschuldigung. Ja. Ein kleines Resümee über diese wunderbare Strecke. Ich bin zwar jetzt super froh, dass wir Asphalt erreicht haben. 3 Tage richtig dolles Geschuckel, das war jetzt anstrengend. Es geht auch körperlich, geht es dann irgendwann mal. Aber die Strecke war sehr, sehr schön, sehr, also abwechslungsreich ist das ja nicht, aber diese Weite, diese Ferne, Nee. René liebt das. Wir sind da Abwechslungsreich unterschiedlich. schon, weil du kommst über jeden Hügel, guckst in eine neue Schlucht rein. Also landschaftlich schon sehr abwechslungsreich. Sehr schön. Schön und auch abwechslungsreich. Also es ist nicht, dass das eine eintönige ebene Landschaft ist. Durch diese Berge und sowas. Also es war schon wunderschön. Aber ja, wir haben da etwas konträre Auffassung dazu. Aber ich würde auch von meiner Seite auf jeden Fall lohnenswert, hier mehr mitten durchs Land zu fahren. Muss Also ein bisschen Lesotho Zeit dafür kriegt von nehmen. uns bisher 10 Punkte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Asphalt sich hier weitergibt. Wir müssen nämlich dann ansonsten gleich mal wieder Luft aufpumpen. Aber jetzt geht es wieder in Richtung Grenze Südafrika. So groß ist das Land ja nicht. Das ist ja ein Königreich wie Eswatini auch. Und das ist ungefähr so groß wie Belgien. Deswegen kann man das, also die Strecke war ja schwierig zu fahren, deswegen langsam, aber man kann das sehr schnell durchfahren. Wir haben jetzt 3 Tage bisher gebraucht. Also man kann ja auch, glaube ich, Wochen verbringen, wenn man das möchte. Man kann ja bestimmt auch ganz toll wandern. Wir haben nur einen Termin. Wir müssen Richtung... Windhoek! Genau, wir müssen nach Windhoek und deswegen müssen wir ein bisschen am Gas bleiben. Denn wie es uns so gerne passiert, haben sich unsere Pläne der nahen Zukunft geändert, aber das bekommt ihr in den nächsten Wochen sicherlich mit. Für diese Woche sagen wir Danke, dass ihr dabei gewesen seid und wir wünschen euch eine tolle und gesunde Woche. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, wenn uns bei voller Fahrt ein Reifen um die Ohren fliegt. Wie wir das verkraften, zeigen wir euch dann nächsten Sonntag. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye-bye. Bis dann.